Jetzt beginnen wir damit, wie das umgesetzt werden kann. Denn natürlich spielen die Produkte und wie sie sich entwickeln eine ganz, ganz große Rolle, um solche Ziele zu erreichen. Und deshalb wird jetzt zu uns kommen, auch von der PTV Logistic Group, Matthias Hormuth, er ist Vice President Product Management und er wird jetzt eben erklären, ja, ich glaube vor allen Dingen, wie die Entwicklungen der Produkte diesen Anforderungen der modernen Logistik gerecht werden. Du führst uns da durch. Wir haben dir 30 Minuten gegeben. Deine Zeit startet jetzt. Großer Applaus. Matthias, schön, dass du da bist. Ja. So, vielen herzlichen Dank für die nette Anmoderation, Denise. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Nachmittag, auch von mir. Ich will in den nächsten 30 Minuten, ich hoffe, ich schaffe es, bin nicht bekannt dafür, Zeiten einzuhalten, aber ich werde darauf achten, genau, einen Überblick geben über die letzten Entwicklungen unserer Produkte in den letzten 9, 12 Monaten. Viele von Ihnen waren ja letztes Jahr bei uns in Nürnberg, beziehungsweise dann auch auf der anderen Veranstaltung hier in Frankfurt und haben den letzten Update bekommen. Möchte ich gerne auffrischen. Es hat sich viel getan, es gibt viele Neuerungen. Um Ihnen dann auch am Ende nochmal einen kleinen Ausblick zu geben, was steht als nächstes auf der Agenda, was kommt dieses Jahr noch und was sind so die Themen, die uns auch im weiteren Verlauf dann der Roadmap und der weiteren Produktentwicklung weiter treiben. Starten möchte ich, da wir heute, wie gesagt, das erste Mal in dieser gemischten Gruppe hier unterwegs sind, mit Partnern, mit Resellern, mit Endkunden, mit vielleicht auch neuen Gesichtern, die uns insofern noch gar nicht kennen, mit einem Überblick über unser aktuelles Portfolio, was die Produkte angeht. Und was Sie hier sehen, ist, dass wir im Wesentlichen zwei Angebotsformen haben. Die schon länger mit uns unterwegs sind, wissen das. Kann aber gut sein, dass der eine immer mit dem gleichen Kollegen im Bereich der Entwicklerprodukte gesprochen hat, der andere Kollege eher immer mit dem Kollegen im Bereich der Endanwendungen. Wir haben zwei Anwendungsbereiche. Wir haben einmal die Anwendung im Bereich der SaaS-Produkte, alles Cloud mittlerweile, SaaS-Produkte, das heißt, damit adressieren wir Endkunden, End-User. Das heißt, wir haben eine Oberfläche, Tourenplanungssystem, Routenoptimierung, Durchführungsoptimierung, Control Tower. Und wir haben auf der anderen Seite die Produkte, die Sie selbst direkt integrieren können als Softwareanbieter, ISVs, als Partner von uns, die das in ihre eigene Lösung, in eine Transportmanagement-Lösung, Flottenmanagement-Lösung, ERP-Lösung, Warehouse-Management-Lösung integrieren oder auch als großer Endkunde. Wenn Sie sagen, okay, das ist zwar ein geiles Produkt, was ihr hier oben habt, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, die beste Tourenplanung hätte ich auch gerne bei mir drin, aber ich möchte nicht so ein Produkt daneben stellen, ich möchte das integriert haben. Das sind die zwei Welten, die wir anbieten. Und jetzt innerhalb dieser zwei Welten haben wir eben verschiedene Produkte derzeit am Start. Fängt ganz links an mit dem Produkt Map & Guide. Die von Ihnen in der Logistikbranche unterwegs sind, kennen das. Standard, Routenplanung für Touren auf der Straße. Entfernungen, Zeiten, Kosten, Emissionen. Wir haben das Produkt Optiflow, seit letztem Jahr bei uns im Portfolio. Die, würde ich mal sagen, derzeit beste Tourenoptimierung, die Sie kaufen können. Bei weitem die beste. Es gibt Kunden und Partner, die uns das auch immer wieder bestätigen, weil sie uns benchmarken. Axilog, komme ich nachher im Detail noch ein bisschen mehr dazu, geht es um das ganze Thema Transportvisibilität, EPOD, also sprich die Execution der Touren, die Sie mit Optiflow geplant haben, durch die Fahrzeuge, durch die LKWs, durch Logistikdienstleister zu den Endpunkten. Ob das dann Warenhäuser sind, ob das Endkunden sind, sei jetzt mal dahingestellt. Und der Navigator, der das Thema dann abrundet, um eben auch den Fahrer zu unterstützen, die Ware an den richtigen Ort zu bringen. Unter dem ganzen Thema stecken die PTV Developer, unsere Komponenten für diese einzelnen Funktionen, sodass der Kunde entscheiden kann, selbst entscheiden kann, ob er diese integriert oder ob er sich eben auf eine SaaS-Lösung aufsetzen will. Riesenangebot, wir können das sehr stark vereinfachen. Am Ende des Tages stehen wir für planend, optimieren und durchführen. Das ist das, der eine oder andere, der uns kennt, hat vielleicht gemerkt, wir haben ein Produkt in nicht allzu langer Vergangenheit aus unserem Portfolio genommen, das ganze Thema Map & Market, also ein Außendienststeuerungsprodukt, finden Sie jetzt hier nicht mehr, weil wir genau auf diese Zielgruppe Transport, Logistik, Straßen, Güterverkehr fokussieren. Das ist unser Angebot, sehr einfach, sehr klar. Warum bin ich überzeugt davon? Wahrscheinlich alle Kollegen von der PTV, dass wir genau hier die richtigen Produkte haben. Wir decken die gesamte Prozesskette ab, von der Auftragsvergabe bis hin zur Durchführung, bis hin zur Ablieferung. Sie können selbst auswählen, mit welchem Ansatz, in welcher Form Sie uns konsumieren wollen, wie wir den Nutzen stiften sollen. Und am Ende haben wir auch noch ein paar USPs in jeder dieser einzelnen Sparten. Wenn wir in den Bereich Planung gehen, wer das Produkt Map & Guide kennt, ich sage jetzt mal, wir waren der erste Google für die Transportlogistik. Wir sind derjenige, der den Standard-Transportkilometer berechnet. Viele Verlader nutzen unsere Entfernungskalkulation und viele Transportdienstleister nutzen sie, weil sie dann damit einheitlich
gegeneinander abrechnen können. Da brauchen Sie keine Diskussionen führen. Das geht super schnell mittlerweile, da sind Verfahren drin, die wirklich pfeilschnell sind. Es geht um das Thema Emissionsberechnung, Mautberechnung, Mautkosten, Mautszenarien. Es geht um das Thema vorausschauende Planung, sprich Verkehrsinformationen werden berücksichtigt, aktuelle Verkehrsinformationen, historische Verkehrsinformationen. Optimierung, ich habe es schon angesprochen, sind wir zumindest nach unserem Kenntnisstand die Nummer 1 im Moment, die Tourenoptimierung durchführt. Wir sind dort in der Lage, sehr, sehr, sehr große Planungsfälle in sehr schneller Zeit umzusetzen und zu berechnen. Mit den Verfahren, die wir hier an den Start bringen, sind wir in der Lage, ihre speziellen Problemlösungen so zu modellieren, dass wir auch für bestimmte, nicht für alle, das muss man ehrlich sein, nicht für alle Transportaufgabenstellungen, aber für sehr viele Transportaufgabenstellungen eine Lösung liefern können. Und am Ende des Tages ist die Philosophie, die hinter dem Produkt steckt, so ein bisschen, wir wollen so viel wie möglich automatisieren. Das heißt, wir haben vielleicht initial ein bisschen Aufwand, um das Thema richtig zu kalibrieren, zu parametrisieren. Wenn das Thema aber mal steht, ist die Idee, so viel wie möglich Optimierung zu automatisieren, sodass die Prozesse möglichst einfach und standardisiert ablaufen können. Und auf der Execute-Seite mit dem Axelog und der Navigation haben wir eine hervorragende Kollaborationsplattform. Das heißt, es ist nicht einfach eine Telematiklösung, sondern es ist eine Lösung, unsere Partner und unsere Netzwerke miteinander zu verbinden. Oder die Kunden und Partner unserer Kunden miteinander zu verbinden. Es geht um eine volle Digitalisierung des Transportprozesses. Es geht um verschiedene Module, EPOD, Visualization, Digitalisierung und eben ein neues, was ich nachher noch kurz vorstellen werde. Und am Ende des Tages geht es auch darum, den Fahrer zu unterstützen, mit mobilen Anwendungen seine Arbeit besser leisten zu können, einfacher leisten zu können. Ob das jetzt die Verbindung dann mit der Datenplattform ist oder ob das dann auch zusätzlich noch mit einer Navigation ausgestattet ist. Soweit mal ein Gesamtüberblick über das Portfolio, einfach um auch für die, die vielleicht mit uns noch nicht in allen Bereichen in Kontakt waren, einen Überblick zu verschaffen. Und die Idee ist tatsächlich nicht, ja, wir machen den Unterschied, aber im Endeffekt machen Sie mit der Software für Ihr Unternehmen den Unterschied, beziehungsweise für Ihre Kunden den Unterschied. Das ist das Wesentliche dabei, oder die Idee dahinter. Jetzt will ich mal ein bisschen eingehen drauf, auf die Themen, die wir im letzten Jahr, in den letzten, wie gesagt, 9 bis 12 Monaten auf unserer Roadmap hatten. Roadmap für uns ist etwas, wir planen, wir schauen uns den Markt an, wir schauen, was sind die Anforderungen von Kunden, von Partnern und wir entscheiden dann, das ist ein kommerzielles Unternehmen, nach der Relevanz, was wir voranbringen wollen. Eine Roadmap bei uns, der eine oder andere hat es vielleicht im Gespräch mit dem Vertriebspartner von uns schon gehört, besteht immer so aus 3 Monatsabschnitten, wir planen immer für die nächsten 3 Monate sehr genau und danach wird es logischerweise immer etwas ungenauer und da ist auch eine gewisse Flexibilität drin. Wenn Dinge sich ändern, wollen wir darauf reagieren können. Der Gesamtplan für dieses Jahr hat sich eigentlich an ein paar Kernthemen orientiert. Ein Kernthema war, die Software am Laufen zu halten. Genau, perfekt. Unsere USPs zu stärken. Logisch, wir sind, an bestimmten Themen sind wir Marktführer und das wollen wir natürlich auch bleiben, weil das fällt einem nicht in den Schoß. Dafür muss man richtig angestrengt arbeiten. Jeder, der im Sport unterwegs ist, weiß das. Wenn man mal ordentlich über die Latte gesprungen ist, dann muss man weiterarbeiten, um den nächsten Zentimeter zu schaffen. Zweites wichtiges Thema für uns, dadurch, dass wir verschiedene Produkte jetzt mittlerweile am Start haben, ist diese Nummer mit, wir müssen die Dinge miteinander in Verbindung bringen. Ein Axelog war ein getrenntes Produkt, oder ist ein getrenntes Produkt derzeit noch von einer Conundra-Lösung, von einem Map & Guide. Das heißt, das ganze Thema Integration, Konnektivität oder auch die Integration der Komponenten in alle unsere Produkte ist eine ganz hohe und wichtige Thematik für uns, um das sicherzustellen. Wir wollen innovieren, das heißt, wir haben uns einzelne Themen rausgesucht, wo wir sagen, an denen wollen wir weiterarbeiten, da wollen wir auch den nächsten, nicht nur den nächsten Schritt, sondern vielleicht auch den übernächsten Schritt schon mit begleiten. Und am Ende des Tages, das war eher so ein bisschen meine Eingangsrede, wir müssen genug Flexibilität für uns selbst wahren, um auf Kundenanforderungen, auf Marktveränderungen, um auf Trends reagieren zu können und diese dann entsprechend mit einzubinden. Das heißt, das war so ein bisschen der Hintergrund unserer gesamtheitlichen Themen. Bei den USPs vielleicht noch ganz kurz. Wie gesagt, Optimierung ist unser, ich sage es mal flapsig, Steckenpferd. Da müssen wir weiter dran arbeiten, da arbeiten wir sehr hart dran, da haben wir eine relativ große Truppe, die sich um nichts anderes kümmert, wie um neue und verbesserte Optimierungsverfahren. Das Thema, die Optimierung dann auch in die Komponenten mit reinzubringen. Wie gesagt, das war ein getrenntes Produkt, das haben wir geschafft. Das war auch eines der wichtigsten Themen, sodass wir es in beide Richtungen anbieten können. Die dynamische Planung und Optimierung, sprich das Berücksichtigen von Verkehrsinformationen, von sogenannten Traffic Patterns, aber vielleicht auch Realtime-Informationen in der Optimierung sicherzustellen, ist mehr und mehr wichtig. Insbesondere wenn ich mich im Bereich von städtischen Lieferverkehren bewege. Wenn ich da die falschen Informationen habe,
dauert meine Tour halt leider nicht 3 Stunden, sondern 4,5 Stunden. Und eben insbesondere im Bereich der Durchführung ist es das Thema Digitalisierung und Automatisierung. Optiflow. Optiflow ist unser Flaggschiff zum Thema Tourenoptimierung. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben es tatsächlich geschafft. Anfang des Jahres waren wir noch nicht so weit. Durch Performance-Steigerungen, durch Verbesserung des Algorithmus. Kann man sich selten vorstellen, aber es gibt Kunden, die brauchen diese Größe und sogar noch größere Aufgabenstellungen, 15.000 Aufträge auf einmal verplanen zu können. Also ich bin nicht gezwungen zu clustern, ich bin nicht gezwungen, mir organisatorische Zwischenschritte zu überlegen, ich bin nicht gezwungen, was weiß ich, A- und B-Kunden voneinander zu trennen, ich kann 15.000 Aufträge auf einmal verplanen. Das ist ein gigantisches Potenzial zur Einsparung. Weil wenn ich das schaffe, dann habe ich wirklich das Optimum für all die 15.000. Und nicht irgendwie da 500 und da 500 und dort 500, die dann in der Summe jeder für sich ganz nett aussehen und auch ganz gut aussehen, aber an den Grenzen garantiert nicht optimal sind. Das Thema Travel-Dependent oder Time-Dependent Travel Times für Optimization ist auch ein sehr wichtiges Thema, weil immer mehr Verkehr spielt eine große Rolle logischerweise, immer mehr Abhängigkeiten schaffe ich meine Lieferzeiten, immer engere Lieferzeitfenster. Das ist ein Thema, das gibt es schon 10 Jahre lang, aber zwischenzeitlich wird es noch wichtiger. Und wenn ich behaupte, ich habe die richtige Optimierung, die beste Optimierung, dann muss das auch passen. Weil dann nützt mir die beste Optimierung nichts, wenn mir die Verkehrsinformationen da drin das Ding zerschießen, auf gut Deutsch gesagt. Hier sehen Sie ausschnittsweise, das ist ich glaube, so steht es ziemlich genau auf unserer Homepage zum Produkt. Was wir geschaffen haben dieses Jahr finde ich, ein hervorragendes Gesamtset an Use Cases, die wir mit der Tourenoptimierung abdecken. Die auch Schnittstellen zu den anderen Bereichen aufweisen. Es geht nicht nur um die reine Tourenoptimierung auf der Straße, sondern wir haben auch die Möglichkeit, die Planung der Zuordnung zu den Depots gleichzeitig zur Tourenplanung zu bewerkstelligen. Ein riesiges Einsparpotenzial. Wenn ich nur um mein Depot rumplane jeweils, dann habe ich lokale Cluster. Wenn ich homogene Güter habe und versuche, die gleichmäßig an meine Kunden zu verteilen, ich kann egal von wo aus beliefern, dann ist die Zuordnung der Depots während der Tourenoptimierung ein riesiges Potenzial. Und da machen dann 5% einen immensen Kostenfaktor aus. Ich gucke gerade nochmal, was haben wir noch hier? Dock Scheduling. Sie haben Liefer- oder Laderampen, 5 Stück, 10 Stück, keine Ahnung. Sie haben ganz tolle Touren optimiert, die Fahrzeuge stehen alle in der Reihe am Dock und keines kommt rechtzeitig weg. Weil einfach die Zeiten so getackert sind, dass sie alle morgens um 8 losfahren wollen. Käse. Das heißt, die Tourenoptimierung muss berücksichtigen, wie viele Laderampen Sie haben und muss berücksichtigen, wie Sie diese Belegung optimieren können für die Tourenplanung. Nur dann macht die Tourenplanung wieder auch richtig Sinn. Kostenoptimierung machen wir sowieso. Pickup and Deliveries. Was haben wir noch? Komplexe Tarife. Ja, auf irgendeins wollte ich noch eingehen, weil ich es besonders noch interessant fand. Aber im Laufe der Zeit lassen wir das jetzt einfach mal. Wir haben noch 2 weitere Themen dieses Jahr angegangen. Das Thema Ressourcenmanagement, auch sehr spannend. Sie haben Fahrer, Sie haben Fahrzeuge. Fahrzeuge setzen sich zusammen aus einem Zugmaschine und Auflieger oder Anhänger. Wenn Sie das nicht berücksichtigen bei Ihrer Tourenplanung, haben Sie immer ein Problem, weil die Frage der Verfügbarkeiten, die Frage der Einsätze der frei werdenden Fahrer, die Frage der frei werdenden Fahrzeuge spielt eine riesige Rolle. Und mittlerweile haben wir eben ein Ressourcenmanagement-Modul realisiert, das genau diesen, jetzt ist mal Vorschritt bewerkstelligt, Varianten, Alternativen für diese Kombination zu erstellen und für die Tourenplanung dann zur Verfügung zu stellen. Und quasi aus der Tourenplanung dann zurück zu sagen, pass auf, diese Kombination oder diese Einzelelemente, die du zur Verfügung hast, sind blockiert. Mit denen kannst du jetzt nicht gleich wieder anfangen zu planen. Connected Optimization with Execution, das ist im Prinzip genau das Thema Verbindung mit Axilog. Das heißt, wir planen und optimieren und wir geben die Planung, die optimierten Touren an die Durchführung. Auch ein wichtiger Zwischenschritt für uns. Axilog, unsere Kommunikations- und Kollaborationsplattform. Ich habe schon gesagt, es ist mehr wie nur Telematik, mehr wie nur, oder eigentlich gar nicht Telematik, weil wir gar nicht in die Telemetrie reingehen und auch nicht in die Hardware der Endgeräte reingehen, sondern wir sind eine Kommunikationsplattform. Wir binden Verlader, wir binden die Carrier, wir binden die Depots, wir binden die Empfänger, wir binden alle an, die in einem Netzwerk miteinander kommunizieren müssen, dass die Waren von A nach B richtig ausgeliefert werden. Und dort so viel wie möglich Transparenz zu schaffen und Kommunikation herzustellen. Wesentliches Thema für dieses Jahr in dem Kontext war auch wieder die Konnektivität zu unseren Planungsprodukten. Das war Schritt Nummer 1, sonst können wir es nicht miteinander verbinden, ganz wichtig. Das besteht jetzt, da haben wir jetzt auch in beide Richtungen die Möglichkeit. Sie können mit der Planung anfangen, die Execution ergänzen, oder Sie können mit der Execution anfangen, ohne Planung, Sie haben eine eigene Planung und danach eine Optimierung draufsetzen. Geht beides.
Und wir haben sehr viele Themen angegangen, die alle so in die Richtung Digitalisierung und durchgängige Digitalisierung gehen. Management of Orders. Also ich gehe jetzt nicht durch die einzelnen Punkte durch, Sie kriegen die Folie nachher. Also es sind sehr, sehr viele einzelne Punkte dazugekommen, die auch aus der Praxis heraus eine riesige Relevanz haben. Und die dafür sorgen, dass dieses Gesamtkonstrukt mit vielen Kunden direkt zur Anwendung kommen kann. Ein Punkt vielleicht, das hatte ich vorhin übersprungen auf unserer Themenfolie für, was haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen, Innovation. Da haben wir das Thema Elektromobilität gehabt und das Thema AI, wenn Sie es gesehen haben. Das Thema AI haben wir runtergebrochen, weil AI ist ein Riesenschlagwort, und haben mal geguckt, wo überall können wir denn mit AI anfangen. Ein Thema, hier haben wir AI umgesetzt, es geht um die automatisierte Bilderkennung. Das heißt, gerade im Bereich der Entladung von Fahrten ist auf einem mobilen Endgerät die Möglichkeit, Bilder aufzunehmen. Und die Art dessen, was da aufgenommen wird, wird automatisch ausgewertet. Ist das ein Foto von einem Schaden? Ist das, habe ich die Wand fotografiert? Habe ich ein Dokument fotografiert? Wenn es ein Dokument ist, was für Text ist da drauf? Diese ganzen Dinge zu automatisieren, da hilft AI immens. Viele von Ihnen werden das wissen, werden das auch selber schon einsetzen. Ist ein riesiger Schritt hin zur kompletten Automatisierung. Haben wir jetzt integriert und macht uns insofern viel Spaß, als dass es dann die Folgeprozesse in der zentralen Abwicklung natürlich deutlich erleichtert, wenn ich weiß, was habe ich denn da und wo packe ich dieses Dokument überhaupt hin? Was mache ich mit dem Ding? Developer, ein Produkt, das wir jetzt schon eine ganze Weile bei uns im Portfolio haben. Sie sehen es hier so ein bisschen an den Zahlen, die ich hier nochmal mit reinkopiert habe. Viele kennen das. 15 APIs, also Schnittstellen, über die wir diese Funktion bereitstellen, über 160 Features, Konzepte, Code-Samples, die alles erleichtern sollen, Integratoren, wie gesagt, Softwareentwicklern, Partnern, große Softwarehäuser, diese Dinge zu integrieren. Das Nummer 1 Thema für uns dieses Jahr war, und das haben wir dann tatsächlich auch im Januar oder Dezember war es, glaube ich, sogar schon geschafft, die Optimierung aus dem Produkt, aus dem SaaS-Produkt Optiflow, genauso wie bei den anderen Themen, herauszulösen aus der Software und als Schnittstellenprodukt, als reines Blackbox-Kalkulationsprodukt bereitzustellen für Integration in andere Lösungen. Hier sehen Sie, die Anzahl der Aufträge, die Sie allein mit dem Kern machen können, ist signifikant größer. Da steht 50.000, ich glaube, das ist das, was wir garantieren. Wir haben auch schon Fälle gehabt, die deutlich drüber liegen, wenn die Aufgabenstellung nicht ganz so komplex ist. Auch das Thema Matrix-Routing spielt in dem Zusammenhang eine riesige Rolle, weil die Distanzmatrix, also sprich wie lange dauert es von A nach B und welche Entfernung ist das, spielt da eine sehr große Rolle, um hinterher performant optimieren zu können. Auch die haben wir immens erweitert, sodass wir sehr, sehr, sehr große Aufgabenstellungen von diesen beiden Komponenten dann auch umgesetzt bekommen. Wir haben das Thema OSM integriert, es gibt eine eigene Variante der Karten oder der funktionalen Bausteine auf Basis von OSM-Karten. Wir haben insbesondere auch in das Thema Maut, Verkehrsinformation und das ganze Thema Low Emission Zones, No Emission oder Zero Emission Zones investiert. Wir haben geschafft, dass wir nicht für alle Länder zugegebenermaßen, für viele Länder Maut-Szenarien abbilden. Das heißt, wenn bekannt wird, dass demnächst in Maut 3,5 Tonner bemautet werden oder eine CO2-Maut oder dieses oder jenes, dann versuchen wir das nach Möglichkeit vorher bereitzustellen, sodass Sie für Ihre Kunden wiederum oder wenn Sie Endanwender sind, für Ihr Geschäft in der Lage sind, das heute schon zu berücksichtigen, wenn es im nächsten Monat passiert. Auch hier haben wir einen AI-Anwendungsfall identifiziert, den wir jetzt gerade am Umsetzen sind und erste Ergebnisse haben. Das geht da um das Thema Adressbereinigung. Jede Geokodierung funktioniert nach mehr oder weniger dem gleichen Prinzip. Ich kriege eine Adresse. Ich versuche diese Adresse zu interpretieren, mache eine XY-Koordinate draus. Wenn da viel Mist drin steht, auf gut Deutsch gesagt, wenn da noch, der Doktortitel drin steht von dem Empfänger und wenn da noch, keine Ahnung, was das Stockwerk oder unser Lieblingsbeispiel ist immer Österreich, dritte Stiege rechts im Hinterhof, dann funktioniert das nicht gut. Vielleicht funktioniert es, aber es dauert auch lange, weil der Mechanismus muss schauen, was mache ich damit. Und genau das kann ich über AI-Verfahren, über AI-Methoden verbessern. Das heißt, ich bin in der Lage, diese Störelemente, nenne ich sie jetzt mal, zu identifizieren, rauszunehmen, die Geokodierung schneller ablaufen zu lassen, habe einen riesigen Performance-Gewinn auch. Thema von uns, dass wir gerade jetzt in der Umsetzung sind, wenn ich es richtig weiß, Italien, Frankreich, werden die ersten 2 Länder sein, die wir jetzt quasi dann demnächst irgendwann live schalten werden, um zu sehen, wie funktioniert es wirklich, weil das System muss ich auch lernen erstmal noch. Olympic Showcase übergehe ich jetzt mal. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist das Thema EV-Routing. Da kommt gleich nochmal eine separate Folie dazu. Das Routing von Elektromobilen funktioniert anders. Das Routing funktioniert im Zweifelsfall genauso, aber sie verhalten sich anders, diese Elektrofahrzeuge. Wir haben nämlich im Zweifelsfall ein Reichweitenthema, respektive ein Auslastungsthema, je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet.
Und das richtig zu berücksichtigen, dafür haben wir ein eigenes Produkt gebaut, sage ich wie gesagt gleich nochmal was dazu. Und wir haben tatsächlich die Kernbausteine dieses Produktes, ähnlich wie beim Optiflow, in unsere Entwicklerkomponenten bereitgestellt. Das heißt, als Entwicklungspartner sind Sie jetzt schon in der Lage, die Reichweitenberechnung oder den Energieverbrauch, so ist es korrekt, in Verbindung mit Fahrzeugtypen, die wir aufgenommen haben, in Ihren Tools mit einzubinden. Also auch hier ist tatsächlich sehr, sehr, sehr viel passiert. Navigation, navigiert. LKW-Navigation als Fokus, also ist keine normale Navigation, sondern es sind natürlich alle relevanten Parameter berücksichtigt, Gewichtsbeschränkungen, Höhenbeschränkungen, Längen, Geschwindigkeitsprofile, Fahrzeugprofile an sich, irgendwelche Achsabstände, was weiß ich, was man sich so alles wünschen kann. Wir sind mittlerweile, wir setzen da auf einer neuen Systematik auf, haben uns vor 2 Jahren entschieden, das auf einer Basis von TomTom-Karten und TomTom-Services durchzuführen. Das heißt, auch das Verkehrsinformationsthema, können Sie davon ausgehen, dass das hervorragend abgedeckt ist. Sowohl die Live-Informationen wie auch die Traffic-Patterns. Setzen darauf auf und bauen damit eine eigenständige Navigationslösung, die in Verbindung mit unseren anderen Produkten dann auch zusammen funktioniert. Das heißt, wir haben eine Schnittstelle, das ist ein Partnerprodukt auch, also auch als Partner. Viele von unseren Partnern nutzen das, um quasi ihre eigene Telematiklösung dort anzubinden. Das ist quasi so ein bisschen der Hintergrund. Initial war es eine Online-Navigation. Das heißt, es ging nur, wenn Sie online verbunden waren, weil die Karte immer auf einem zentralen Server gekommen ist. Seit dieser Woche ist die Version tatsächlich eine Hybrid-Version. Das heißt, Sie können sich Karten runterladen und können mit den Karten so lange arbeiten, solange Sie in dem Gebiet unterwegs sind. Und danach schaltet er automatisch auch wieder auf die Online-Navigation um. Design ist neu, Usability ist neu, insofern ist das im Moment der letzte Schrei von uns aus dem Thema Navigation. So ein paar USPs, die wir mittlerweile da drin haben. Wir können toll kalkulieren, ich wüsste im Moment zumindest nicht, ob das andere können. Das heißt, der Fahrer wäre in der Lage, die Toll-Informationen zu berücksichtigen. Wir haben das Thema Tourhandling, Multistop-Routen. Wir haben einen sehr, sehr, sehr schönen Tour-Assistant. Das heißt, der Fahrer sieht auch, was Sie vielleicht zum Teil aus den privaten Fahrzeugen kennen, was so als nächstes auf ihn zukommt. Er kann das berücksichtigen bei den Touren. Also da gibt's sehr viele Komfortfunktionen, die da mittlerweile auch enthalten sind. Für unsere Partner und insbesondere große Flottenbetreiber ist dieser Teil hier sehr wichtig, weil Navigation kann der ein oder andere auch, aber Navigation für große Flotten, die administriert werden sollen, und Administration für Partner, die jetzt wiederum an eigene Kunden vertreiben sollen, funktioniert ein bisschen anders, weil da brauche ich ein Administrationstool. Das bieten wir. Das heißt, wir haben dort sehr einfach die Möglichkeit, dass über Partner dieses Produkt verkauft und vertrieben werden kann und eben an deren Endkunden wiederum weitergegeben werden kann. Wir haben im Gegensatz zu früher keine Gerätebindung mehr. Wir haben im Gegensatz zu früher ein Pay-as-you-grow-Modell. Wir haben also diese Dinge einfach auch flexibilisiert und vereinfacht. Gut in der Zeit. EV Truck Route Planning ist eines von unseren Innovationsthemen, das wir seit 2, 3, 4 Jahren aus dem Rahmen der Forschungsprojekte heraus betrieben haben. Also das ist nicht ganz ein neues Thema für uns. Angefangen auch mal mit dem Thema Navigation, wie berechne ich Reichweiten etc. etc. Und jetzt so seit 1,5 Jahren etwa, vielleicht maximal, ja eher 1,5 Jahren, haben wir uns entschieden dafür, das Thema ist unausweichlich. Also wir müssen und Sie müssen sich mit diesem Thema beschäftigen. Die Elektrofahrzeuge, also die elektrifizierten LKWs sind im Moment noch relativ wenige, aber spätestens 2030 wird ein Großteil der Flotten elektrisch fahren müssen. Das sind die Kosten für konventionelle Fahrzeuge, die steigen werden, ob sie selbst die Fahrzeuge sind, die teurer werden, oder ob es irgendwelche Zugangsbeschränkungen sind, Mautkosten, es wird teurer werden. Das Angebot wird attraktiver, es gibt mehr Fahrzeuge. Was haben wir noch? Die Batterien werden besser, die Reichweiten werden höher. Man lernt da im Moment gerade immens viel und es wird gigantische Sprünge machen. Auch das Thema Infrastruktur wird sich in der Kürze der Zeit jetzt verbessern, sodass auch das Thema Fernverkehr wahrscheinlich relativ bald elektrisch umgestellt werden kann. Städte machen dicht. Wir haben Kollegen hier aus dem holländischen Raum. Ich glaube, wer ist es? Es gibt ein paar Städte, sorry to say it in German, but there are some, es gibt einige Städte, gerade in den Niederlanden, die ab nächstes Jahr für Verbrennungsmotoren dicht machen. Das heißt, sie müssen mit elektrischen Nichtverbrennern in die Städte reinfahren, wenn sie dort noch reinliefern wollen. Und das wird das ist ein Zeitraum von 2025 bis 2030, wo das passieren wird. Das heißt, wir als Anbieter von Software müssten uns mit dem Thema beschäftigen. Wir müssen diese Berechnungen in unsere Software integrieren, sodass Sie dann in der Lage sind, die unterschiedlichen Fahrzeuge dort zu berücksichtigen. Was wir gemacht haben ist, wir haben erstmal ein Showcase.
den Truck Route Planner, den Sie auf unserer Webseite einfach finden können, um zu sehen, wie funktioniert das denn grundsätzlich. Wir haben uns nicht damit begnügt, die Entfernungsberechnung, nein, die Reichweitenberechnung auf unsere eigenen Füße zu stellen und dabei alle möglichen Details zu beachten, sondern wir haben auch, und das ist, glaube ich, einmalig tatsächlich, wir haben Recherche betrieben und haben über 400 Fahrzeuge erhoben. Die Charakteristika der Fahrzeuge und haben sie quasi in eine Datenbank abgelegt, sodass Sie sich nicht darum kümmern müssen, was gibt es denn da gerade überhaupt am Markt, sondern Sie quasi direkt anfangen können zu planen. Sie sagen, okay, ich wähle den MAN XY, zack, drücke auf den Knopf und dann sehe ich, wie weit komme ich, wie ist der Verbrauch über die Zeit, wo muss ich vielleicht zwischenladen. Sodass ich Erfahrungen sammle und überhaupt erstmal ein Gefühl dafür kriegen kann, wie funktioniert denn das Thema überhaupt. Das ist so ein bisschen eher, ich sage es jetzt mal spielerisch, einfache Berechnungen. Was wir dieses Jahr jetzt eben auch noch an den Start gebracht haben, ist das Thema Truck Route Analyst, Truck Route Planner in der Analyst-Version, wo wir in der Lage sind, geplante Touren einzugeben, zu kopieren, um dann eben das gesamte Tourstruktur zu analysieren. Welche von diesen Touren sind E-Fahrzeugtauglich? Und dann können Sie auch spielen und können sagen, mit welchen Fahrzeugen komme ich denn hin, mit welchen Fahrzeugen komme ich nicht hin? Wann kann ich zwischenladen? Zwischenladen im Moment ist noch etwas, wo wir basieren auf manuellen Eingaben. Das heißt, wir haben noch keine Public Charging Stations drin, weil es schlicht und ergreifend noch im Moment sehr schwierig ist. Es gibt nicht viele öffentliche Angebote, die für große LKWs insbesondere geeignet sind. Und die Kunden wollen es auch, um ehrlich zu sein, noch gar nicht so richtig. Da ist sehr viel Unsicherheit. Zumindest die Kunden, mit denen wir zu tun haben im Bereich der Sammel- und Verteilplanungen, die überlegen sich entweder zu Hause am Depot zu laden oder vielleicht bei einem Kunden oder einem Zwischendepot oder an einem Pausenstandort. Wahrscheinlich eher die Pausenstandorte. Das heißt aber, diese Dinge müssen wir berücksichtigen, um zu sehen, okay, hier sehen Sie irgendwo so die Sägezahnkurve, der wird leer, dann kann ich wieder nachladen, das können wir. Wir sind mittlerweile auch in der Lage, das steht hier irgendwo, nee, steht hier nicht, die Nebenverbraucher. Wenn Sie ein Fahrzeug haben, was zum Beispiel am Standort, was weiß ich, die Kühlung weiter betreibt oder irgendwelche elektrischen Nebenantriebe hat, dann sind wir auch das in der Lage zu berücksichtigen. Weil da steckt tatsächlich die Tücke im Detail, weil die natürlich alle auf die gleiche Batterie im Zweifelsfall einzahlen, und zwar in dem Fall dann negativ. Wie gesagt, es ist im Moment eher ein Consulting-Tool. Wir haben eine Variante als White Label, das heißt, wenn es Hersteller gibt, wenn es Firmen gibt, die sagen, okay, ich möchte das auch auf meinen Seiten anbieten, es können auch Stromerzeuger sein, Anbieter von Elektromobilitätslösungen, dann haben die Möglichkeit, das natürlich auch über ihre eigenen Portale mit eben entsprechend anzubieten. Für uns die eigentliche spannende Thematik ist, diese ganzen Erkenntnisse, die wir mit diesem Produkt sammeln und das ganze Know-how, was wir dort aufbauen, in den ganzen anderen Produkten auch mit anzubieten. Ich habe es gerade schon gesagt, in den Developern ist es mit drin, können Sie es heute schon in der ersten Version nutzen. In der Mapping Guide, wozu ich jetzt gleich nochmal kommen werde, werden wir es auch integrieren. Und für Optiflow ist das Thema Elektromobilität natürlich auch ein riesen spannendes Thema, weil wenn ich das der Optimierung beherrsche, dann habe ich so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Königsklasse. Und am Ende des Tages, das zeigt so dieses Bildchen ein bisschen von Michael, es ist ein Zusammenspiel. Wir haben die Fahrzeughersteller, die natürlich die Bereitstellung der entsprechend passenden Fahrzeuge leisten müssen. Wir haben die Anbieter der Charging-Lösungen, der Ladelösungen. Die reden im Zweifelsfall miteinander. Wenn aber unklar ist, wie der die reden mit dem hier, mit dem Flottenbetreiber. Wenn aber unklar ist, wie die Flotte die Logistik betreibt, wie die logistischen Abläufe sind, ist das alles entweder Trial and Error oder erstmal sehr theoretisch. Wenn wir hier als Logistiklösungsanbieter mit einsteigen, sind wir in der Lage, diese 3 Dinge oder 4 Themen sehr, sehr, sehr gut miteinander zusammenzubringen. Insofern ist es ein super spannendes und wichtiges Thema für uns. Das Thema Mapping Guide bringt mich dann eigentlich auch schon zum Blick nach vorne. Sie haben es vielleicht gemerkt, ich habe vorhin Mapping Guide, Optiflow, Axilog und Navigator vorgestellt, habe das Mapping Guide bis jetzt ausgelassen. Mapping Guide gibt es in wenigen Wochen eine neue Version. Das heißt, alle die von Ihnen ein Mapping Guide im Einsatz haben, Mapping Guide Internet oder auch Intranet, kennen die alte Version. Wir haben uns hingesetzt und haben uns überlegt, naja, was machen wir da als nächsten Schritt und haben uns gesagt, okay, wir machen es neu. Komplett neues Design. Ergänzende Funktionen, Elektromobilität ist enthalten, es wird mehr Schnittstellen bekommen, es hat eine bessere Usability. Das ganze Thema, heute noch ESG, morgen heißt es irgendwie anders, da ist jetzt gerade schon wieder die nächste EU-Direktive am durchgewunken werden oder am durchgesetzt werden. Environmental, Social und Governance, all diese Themen mit in dem Produkt mit drin zu haben, das ist der neue Ansatz von dem neuen Mapping Guide. Es wird jetzt im Oktober live gehen. Unsere Kunden, die den Mapping Guide heute schon haben so ein Preview schon bekommen. Das heißt, die haben so einen Knopf oben in der Mitte vom Programm, konnten dann quasi wechseln schon in die Beta-Version von der neuen Anwendung. Und
wie gesagt, komplett neues Look and Feel, komplett neue Anwendungen und eben in komplett modernen Themen dann auch komplett ausgestattet. Das, was Sie kennen, bleibt erhalten. Es ist der Standard Map & Guide Kilometer, aber wir werden ihn auch ergänzen um deutliche Dynamisierung. Das heißt, wir werden kundenindividuellere Routen berechnen können, wir werden Verkehrsinformationen berücksichtigen können. Wenn Sie wollen, machen Sie den Schalter aber wieder zurück und dann rechnen Sie wieder Ihren Standardkilometer. Zweites Thema, Sneak Peek, so ein bisschen Ausblick nach vorne. Wir haben in den letzten Monaten zusammen mit Kunden oder für Kunden ein neues Modul gebaut, zusammen oder für das Thema Slotbooking in dem Produktkontext Axilog. Das heißt, wir sind jetzt dann, auch in Kürze wird es live gehen, wahrscheinlich diesen Monat, spätestens nächsten Monat, in der Lage, die Tourdurchführung zu verbinden mit der Rampe, mit der empfangenden Rampe oder mit der versendenden Rampe und dort dann eben das ganze Thema Zeitfensterbuchung und Zeitfensterverschiebung, Dynamisierung auch im Tool-Einsatz zu bewerkstelligen. Sehr spannendes Thema, nicht eine reine feste Zeitbuchung, wie gesagt, da gibt es wieder viele, sondern eben in Verbindung mit Axilog, in Verbindung mit dem Visibility-System von uns, auf Basis der aktuellen Position, auf Basis der Informationen, wie lange dauert es denn noch, bis ich wirklich da bin, sagen zu können, kann ich meinen Slot halten oder muss ich ihn verschieben. Aber das ist zwar nett, wenn ich Strafkosten vergebe, aber im Endeffekt hat keiner was davon. Die Ware ist trotzdem nicht geliefert, der Fahrer muss sich wieder hinten anstellen, ist eine tolle Erziehungsmaßnahme, ist aber eigentlich nicht das Ziel der Sache. Ziel der Sache ist, die Ware muss abgeliefert werden. Wie gesagt, neues Modul wird gerade in der Praxis tatsächlich erprobt, also da haben wir den Schritt andersrum gemacht, wir machen es erstmal fertig und verkaufen es danach. Superglücklicher Kunde, wird demnächst dann live gehen. Auch wichtig, in den Vergleichen, die wir getan haben oder angestellt haben mit Wettbewerbsprodukten, es ist extrem konfigurierbar, customizable, sehr einfach im initialen Start, um mit der Lösung arbeiten zu können und wie schon gesagt, es ist direkt konnektiert mit der Durchführungsplanung und Durchführungsüberwachung sozusagen. Die Details, die da im Text stehen, gehe ich jetzt mal nicht durch. Was kommt noch in den nächsten Monaten? Wir haben noch nicht alles erfüllt, was wir uns auf der Agenda gesetzt hatten für 2024. Es gibt noch 3 Monate, wir sind auch fleißig dabei. Im Bereich der Tourenoptimierung, das sind jetzt vielleicht ein bisschen Details im Vergleich zu ein paar anderen Themen, also das ganze Thema Multidima, verschiedene Fahrzeugprofile, auch dort in der Optimierung eben die Möglichkeit zu haben, Unterschiede mit Van, 7,5 Tonner, 12 Tonner, verschiedene Fuhrpark-Fahrzeuge berücksichtigen zu können, unterschiedliche Tourstrukturen, Tripstrukturen berücksichtigen zu können. Es müssen nicht alle immer im Depot abgehen und nicht alle im Depot wieder zurückkommen, sondern ich kann eben mit Subunternehmern arbeiten, das heißt, der fängt irgendwo an oder hört irgendwo auf. Auch das ist ein Thema, was super, super, super wichtig ist. Das Thema Elektromobilität hatte ich jetzt schon angesprochen, oder die Rahmenbedingungen für das Thema Elektromobilität in der Tourenoptimierung auch berücksichtigen zu können, auch ein sehr wichtiges Thema. Wie weit sind die Reichweiten und wann lade ich wo, also auch Strategien, wie ich lade. Thema Geokodierung hatte ich auch schon angesprochen, wird in Kürze freigegeben, dass wir dann entsprechend besser und schneller geokodieren können. Die Guided Navigation wird das Produkt Map & Guide erweitern. Das heißt, wir sind in der Lage, geplante Touren direkt an die Navigation zu übergeben. Und die Tour wird dann auch tatsächlich so gefahren, wie Sie sie geplant haben, mit Zwischenpunkten. Das heißt, es ist nicht so, dass die Navigation etwas anderes vorschlägt, wie ursprünglich der Navigator oder beziehungsweise der zentrale Planer berechnet hatte. Und das EV-Truck-Routing-Thema, ich glaube, da hatte ich jetzt auch schon genug dazu gesagt. Hier haben wir die Möglichkeit, da noch Feinheiten bei der Ladeplanung aufzunehmen. Wir wollen das Thema Public Charging sukzessive aufbauen und angehen und integrieren. Und was jetzt hier passiert, wir haben es heute Morgen gerade auf der Autobahn gehabt, es gibt nicht nur die Fahrzeuge, die sich umstellen, sondern auch noch die Auflieger und Anhänger. Da passiert eben auch gerade sehr viel. Also das ganze Thema E-Reefer oder E-Trailer und auch unterschiedliche Trailertypen an sich, die wiederum einen Einfluss haben auf den Energieverbrauch. Es ist Hölle komplex, auf gut Deutsch gesagt. Und da müssen wir auch dranbleiben, um dann quasi auch wieder die richtigen Ergebnisse zu erzeugen. Und last but not least, wir wollen eine gewisse Flexibilität bewahren, um dann auch noch spontan auf Anforderungen reagieren zu können. Soweit die Vorausschau auf die Produktwelt. Jetzt gibt es noch ein Thema, um nochmal quasi so ein bisschen den Rahmen zu spannen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, zu unserem Portfolio. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen mehr vor, weil ansonsten wäre es ja zu wenig, ansonsten wäre es langweilig, sonst wäre es ja nur Produktfeatures. Wir wollen unser Portfolio an sich nochmal um eine gedankliche Komponente erweitern und das ist hier dieses Thema Analyze and Learn.
Ja, wir haben Elemente davon schon in Teilen unseren Produkten, das heißt in einem Axilog-Produkt, in der Durchführungsplanung oder in der Durchführungskontrolle. Da ist es ein natürliches Ding, dass wir mit entsprechenden Reports arbeiten, Soll-Ist-Vergleichen etc. Aber was wir wollen ist, wir wollen tatsächlich das Ganze noch auf eine Ebene höher stellen, über die Produkte hinweg. Zu schauen, wenn wir geplant haben und wenn wir optimieren, wie hängen die Dinge miteinander zusammen. Rückschlüsse zu ziehen, etc., um eben auch sukzessive dann aus der Durchführung wiederum zu lernen und unsere Prozesse zu verbessern. Oder, übernächster Schritt vielleicht dann auch, eigene Produkte auf dieser Basis anbieten zu können. Ist noch ein bisschen eher so eine Midterm-View, sage ich jetzt mal, also wird ein bisschen dauern, wird nicht im Januar direkt fertig sein, aber ist ein ganz wichtiges Thema für uns, weil ich sage mal, jetzt sind wir auf der Ebene, sind wir komplett in der Lage, damit anzufangen. Vorher waren wir das nicht. Vorher hatten wir ganz viele Teillösungen. Mittlerweile haben wir den kompletten Durchstich durch all diese Themen. Und damit es funktioniert, ist jetzt technisch sehr unspezifisch da links, Configurable, Integrated, Modular, SaaS Suite, das ist so ein bisschen die Vision, die wir da mit den Produkten im Moment in Verbindung bringen, mittel- und langfristig, zu sagen, wir bringen die Produkte noch enger zusammen, damit sie auch einfacher noch miteinander zusammenarbeiten, auch in der Oberfläche anders noch aussehen vielleicht, etc., etc. Aber das ist so ein bisschen der Ausblick, den morgen Ihnen auch unser CEO Steven noch ein bisschen weiter ausgeben wird von seiner Seite und der Vision für die gesamte Unternehmung dann nochmal so ein bisschen. So, jetzt habe ich überzogen, aber wir haben auch... Ich bin genau pünktlich, sehr gut. Und damit möchte ich eigentlich schließen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war informativ. Das war es auf jeden Fall. Und du hast es so pünktlich gemacht. Gut. Das ist natürlich so gemacht, dass wir jetzt keine Zeit haben für Fragen, aber du hast es gut gemacht, dass es dann in einer halben Stunde Kaffeepause gibt und dass wir dann darauf zu sprechen kommen können, dass du ja eigentlich schon seit dem Kindergarten bei PTV bist und die meisten Entwicklungen wahrscheinlich mitgemacht hast. Ne? Aber dazu kommen wir später noch. So, jetzt kommt zu uns das dauert noch ein bisschen, bis er zu uns kommt. Deswegen Matthias, wir haben noch Zeit. Ja, da schau mal her. Du hast keinen Ton mehr. Nein, also wir sehen wirklich, ihr tut eine Menge. Es hat natürlich ganz viel zu tun mit diesen Geschichten, auch dass wir bis 2045 klimaneutral sein werden und sollen in Deutschland. Das heißt auch wirklich, der ganze Sektor Transport, Verkehr, Logistik ist gefragt. Der ist neben dem Gebäudesektor, neben dem Energiesektor einer der größten in Deutschland mit den größten Emissionen und natürlich muss die PTV da auch einiges tun. Ne? Und wenn du jetzt so drauf zurückblickst, auf 30 Jahre, was denkst du, waren für euch somit auch die größten Veränderungen, wo ihr gespürt habt, hoppla, also das, was wir machen, die Branche, wo wir arbeiten, die hat auch eine große Auslöser auf Verschmutzung und so weiter und wir haben eigentlich die Hebel in der Hand, das zu optimieren. Also was ist wann eigentlich da für dich am meisten passiert in der Produktentwicklung, wo ihr gemerkt habt, wow, also wir sind hier eigentlich auf dem Weg, die nachhaltigste Branche zu werden, Vorreiter zu werden? Jetzt könnte ich anfangen zu dozieren über Vermeiden etc. Also gibt so diese üblichen 4 Stufen, wie man Emissionen reduziert. Optimieren, vermeiden. Genau. Also insofern ist das Thema schon, seit es die PTV gibt, eines unserer wichtigsten Themen, weil wir versuchen... Auch schon vor 30 Jahren? Vor 40 Jahren sogar schon, oder seit 1979 gibt es die PTV. Und die ersten Tourenplanungssysteme waren für Langnese oder sowas, wo quasi die Auslieferungen von Transporten minimiert wurden. Und was passiert dabei? Ich fahre weniger Kilometer. Das ist relativ simpel. Ich laste meine LKWs besser aus. Ich fahre keine Luft durch die Gegend, sondern ich fahre die so ausgelastet aus, dass es sich auch kommerziell sinnvoll auswirkt. Wenn ich das tue, dann spare ich schon mal ganz, ganz fürchterlich viel. Und wenn ich dann die richtigen Fahrzeuge noch verwende, dann habe ich schon die halbe Miete. Was dazu kam, war natürlich dieses ganze Thema Umwelt. Damit wurde die Wahrnehmung geschärft, das Bewusstsein geschärft. Das ganze Thema der Dokumentation, des Reportings hat dann nochmal immens geholfen. Wir waren mit die Ersten. Kollege Stefan Ruppert war einer der Ersten in irgendwelchen DIN- und Normungsausschüssen, als es darum ging, Emissionen zu messen und zu planen und zu festzulegen überhaupt erstmal, wann ist wann, wie, welche Emissionen, wie werden wir berechnen, was wir sofort wieder in unsere Produkte eingebaut haben und was natürlich uns auch geholfen hat. Weil jedes Mal, wenn so ein Thema aufkam, auch das Thema Maut, wenn jetzt Maut erhöht wird auf Emissionen, klasse Thema für die PTV. Die Optimierung muss das berücksichtigen. Das sind alles Veränderungen, die quasi dann dazu beitragen, dort mehr Sensibilität reinzukriegen. Aber ich sage mal, im Grundmechanismus heißt es einfach, so wenig wie möglich transportieren, so wenig wie möglich leere LKWs transportieren, so wenig wie möglich die falschen LKWs fahren, die richtigen. Und das
wirkt sich 1:1 in größten Teilen direkt auch auf den Geldbeutel des Transporteurs aus. Das heißt, es besteht... Aber jetzt darfst du nicht zu viel herausnehmen, weil jetzt kommt ja die Keynote, ne? Guck mal, er schüttelt schon. Nein, ne? Ja, genau.